Audax Randonneurs Alemannia. Das 600 Kilometer Brevet zum Legoland in Billund. Ich bin nun wieder auf der deutschen Seite, bin also aus Dänemark rausgefahren. Und in Dänemark sind die letzten, mit denen ich noch zusammenfuhr, entweder ins Hotel gegangen, in Shelter oder Bushaltestellen, wollten sich also alle hinlegen. Nach und nach haben sie mich verlassen. Haben nun 17 Uhr, sind bei Kilometer 444 und da entdeckte ich diese kleine Bushaltestelle an einer ruhigen Straße und ich war auch schon ziemlich erledigt. Ja. Die haben mich ja irgendwie alle angesteckt mit ihrem Geschlafe. Vielleicht mache ich das auch mal. Einfach mal ein bisschen hinlegen. Hier auf das Teil. Jetzt ist ja noch warm. Ja, ich probiere das mal. Also müde bin ich zwar kein Furz, aber vielleicht ist das nicht schlecht, wenn ich mal eine halbe Stunde oder so ein bisschen schlafe, also ein bisschen döse hier. Also knappe 200 Kilometer haben wir jetzt noch vor uns. Wir sind auf dem Langtrack Richtung Friedrichstadt. Knapp 170 Kilometer ist der. Die Sonne ist nun zum Glück rausgekommen so spät am Abend. Es ist also schön warm und die Sonne scheint. Aber aus der Pause ist nicht viel geworden. Ein flitzendes Geräusch crasht und für andere. Da hörte ich dann ein paar Radgeräusche, als ich die Augen zu hatte und da auf dem Rücken auf dieser Bank lag und bin dann gleich aufs Rad gesprungen. Also die Pause war so, ich tippe mal 2-3 Minuten. War aber gut. Oh, Nibel. Da wo der Zug für die Autos, die nach Sylt wollen, startet. Ja, so, weiß ich glaube 3 Minuten habe ich da gelegen und bin aber ganz schön runtergefahren, also hätte ich nicht gedacht. Und das hat sogar ein bisschen was gebracht. Sekundenschlaf. Ja, und dann kam die hier vorbei. Dann bin ich gleich aufs Rad und hinterher. Und wir werden zusammen bis zum Ziel fahren. Nachts um 4 Uhr werden wir in Kiel zurück sein. Nach dann 32 Stunden. Also eine Cola kaufen. Und die Fahrt wird jetzt immer ruhiger und langsamer. Und dann fahren wir auf so einem schönen Sommerdeich lang, schön empor, durchs Dithmarschen, wo man ja kilometerweit gucken kann, weil nirgends ein Hügel ist, aber ist halt sehr windanfällig. Aber der Wind kam ja zum Glück von der Seite, war aber dennoch anstrengend, weil er doch an diesem Tag ziemlich pustig war. Und so sah es in der Regel aus. Wir belegten die gesamte Straßenbreite und fuhren so in Vogelformation, versuchten so ein bisschen Windschatten zu bekommen. Vom Mann neben uns dann. War herrlich da, durch Dithmarschen zu fahren, durch die Marsch. Nun endlich mit Sonnenschein und Wärme auf der Haut. Und wir wissen, es liegen noch 200 Kilometer vor uns, also 2/3 haben wir nun. Aber das letzte Drittel, das wird hart werden. Herrlich windexponiert hier oben auf diesem Sommerdeich mit schöner Aussicht rechts und links und riesigen Fuhrparks, die schön wehen, wie die sich drehen. Und so wechselten wir uns immer ab. Einer fuhr vorne, die anderen dann seitlich versetzt daneben. Immer wieder über diese breiten Entwässerungsgräben oder Entwässerungsflüsse.
Das ist Dithmarschen, flach und immer mit Wind aus Westen. Und für uns geht's langsam Richtung Nordsee, da rücken wir immer näher ran. Es geht durch ein wunderschönes Gebiet dort, die Salzwasserlagune, mit Tausenden von Seevögeln, Enten und Gänsen, alle mit Jungtieren und auch lange Zeit am Deich entlang. Da sind wirklich ganz kleine süße Lämmer, die bei ihren Eltern sind. Und es ist soweit. Klapptore ohne Ende, bremsen einen ungemein aus, runterbremsen, Tor aufhalten, durchfahren und dann ja ein bisschen beschleunigen und dann kommt das nächste Tor, das nächste Gatter. Und bei den Schafen muss man ja auch aufpassen, gerade bei diesen kleinen Babyschafen. Hier ist hier ist hinterm Deich. Hinterm Deich ist absolut kein Wind. Ja, bleibt mal schön auf eurer Seite. Nächstes Gatter. Danke. So, ich glaube, jetzt kommt also kein Tor mehr. Oh, es wird richtig warm jetzt. Den ganzen Tag war es so kühl. Eine wirkliche Wohltat. Das Wetter hätten wir früher gebrauchen können, dass die Wolken verschwinden. Denn die Sonne wärmt richtig gut jetzt. Es sind überall kleine Lämmer, ganz süße kleine. Nächstes Tor. Beim 400er waren wir hier auch. Eine sehr reizvolle Gegend. Ja, ihr seid echt putzig. Die haben uns noch gar nicht bemerkt. Pass auf, die laufen los sonst. Ja, da rennt nämlich genau rüber. Zu den Geschwistern. Nicht. Mäh. Ja, die können so schön Mäh sagen. Da kommt so ein ganz verpiepstes Mäh raus. Und die kennt das wohl noch nicht so mit den Radfahrern. Die rennen dann einfach los. Ja, das lädt doch ein für ein Foto. Hier der leere Priel, Gegenlicht mit den Booten. Und wieder zurück auf die andere Seite, Richtung Lagune. So, adieu, Bad. Jetzt fahren wir hier durch. Eine Salzwasserlagune mit einem Damm genau geteilt dadurch. Da können wir jetzt rüberfahren. Und dann geht es Richtung
Das ist die Salzwasserlagune, rechts und links von uns, mit dem mit diesem Deich hier, wo wir rüberfahren können. Und hier sind also zigtausende von Gänsen. Teilweise mit Jungen. Alles voll. Im Wasser und hier auf der Marsch. Ja, ein Paradies für Wasservögel. Das hört sich auch danach an. Für mich hier das Highlight dieser Tour. Danach kommt das Legoland. Und so rauschen wir mal mit ein paar Metern mit dem Wind im Rücken hier über diese Straße rechts und links an der Lagune entlang, bevor wir dann gleich wieder Richtung Süden abdrehen, Richtung Husum. Das ist nun Husum. Da geht es einmal unten am Innenhafen vorbei. Auch hier ist nur Schlick. Totale Ebbe. Sieht nach Niedrigwasser aus. Und nun geht es nach Friedrichstadt, 15 Kilometer knapp, zum Pizzaautomaten, zu Pizza und Pommes. Mit kleiner Pause. Oder vielmehr ein bisschen längerer Pause. Und 500 Kilometer haben wir jetzt gerade geschafft. Warten also noch 135 Kilometer auf uns. Geht so immer mehr Richtung Abend. Sonne geht immer weiter runter. Und eigentlich hatte ich den Plan gehabt, dort dann eine Pizza zu essen. Aber ich entschied mich nachher eine Pommes zu nehmen. Die Pizza hätte niemals reingepasst. Und selbst die Pommes werde ich nicht schaffen. Nun werden wir nochmal im Zickzack durch Friedrichstadt gelotst. So, CP Nummer 5 und das ist der Pizzaautomat. Bei Kilometer 516 jetzt. Und die Uhrzeit, die aktuelle, weil wir immer tracken,
wann wir hier waren. Danke Ihnen, perfekt. Bitte sehr. Noch ein Erinnerungsfoto. 21 Uhr waren wir jetzt also in Friedrichstadt bei CP Nummer 5. So, Pommes. Was Warmes, Salziges. Und ich habe mich dann an der Pommes versucht. Die anderen holen sich Spaghetti. So, der Wind immer noch bei 30 Stundenkilometer bis 10:30. Dann geht er runter auf 25. Der Wind. Und dann der bleibt scheinbar bei 25 Stundenkilometern. Aber West, ja? Ja, der drückt uns hin. Der drückt uns ziemlich genau nach Kiel. Jetzt immer, wenn wir um 3 ankommen, ja, dann geht er runter auf 15 nachher so. Um 3, 4 Uhr. Bis 2 Uhr hat er 20 km/h. Und Temperatur 10 Grad. Also Start zur Etappe 6. Gibt dort noch einen kleinen Checkpoint. Also nochmal ein Anfahren, Nummer 6. Und dann geht's ins Ziel. Die Eiderbrücke hier bei Friedrichstadt. Jetzt ist das Wasser schon wieder ein bisschen voller. Die Bewölkung ist zurück. Großes Abendrot werden wir dann nicht sehen. So geht's dann langsam in die Dunkelheit. Carsten und ein paar andere haben uns eingeholt. Eine Zeit lang werden wir zusammenfahren, bis wir uns dann auch wieder aufteilen. Allmählich ist es dunkel. Hier kommt gleich jetzt der NOK. Das ist ein Zufluss hier. Haben wir so kurz vor Mitternacht bei Kilometer 558 geht's auf die Fähre in Oldenbüttel. Und der Bauer mit dem Riesentraktor hat dann nochmal ein Foto von uns allen gemacht. Weiter geht's. Jetzt über den Kanal übergesetzt und nochmal ein paar ordentliche Lampen angebaut am Helm, sodass wir hier richtig Licht machen können. Und für uns geht's nun in die zweite Nacht. Also knappe 3,5 Stunden werden wir jetzt noch brauchen bis nach Kiel ins Ziel. Ich werde dann 48 Stunden wach gewesen sein. Die Fahrt nach Hause mit dem Auto dauert 30 Minuten. Viel mehr hätte ich auch nicht Auto fahren dürfen. Da merkte ich schon, dass die Augen langsam zuwollen und man das schwer unterdrücken konnte. Und nachdem ich ins Bett gefallen bin, habe ich dann eine knappe Sekunde gebraucht bis zum Einschlafen. Also der Schlafdruck war doch enorm hoch.
Kontrolle Nummer 6 bei Kilometer 576 in Legan. Kontrolle Nummer 6 in Logan. Haben wir jetzt 12:30. Danke Ihnen. Der vorletzte Stempel für die analoge Brevetkarte. Also, letzter Schlag nach Kiel. Was haben wir? Kurz vor 1 oder so. Kurz vor 1. Und dann nochmal 60 jetzt. Start zur Etappe 7. Die letzten 60 Kilometer. Aber sie werden anstrengend sein, weil die ganze Vorbelastung im Körper drin ist, plus der massive Schlafentzug. Es wird sich wirklich bemerkbar machen. Zum Ende solcher langen Brevets heißt es immer irgendwie durchbeißen. Auch das Gesäß wird sich melden. Es wird zunehmend unangenehmer, aber auch interessant. Und wir fahren immer langsamer. Der Speed ist einfach raus. Wir wollen eigentlich nur noch ins Ziel kommen jetzt. Und fahren durch einen sehr ruhigen Teil auf vielen Nebenstraßen, auf denen wir uns wundern, dass da doch relativ viel Verkehr ist in der Nacht. Und so geht's dann weiter und weiter. So viel habe ich dann nicht mehr gefilmt, bis wir dann in Kiel angekommen sind. War ein langer Ritt. Popo tut uns allen schön wohl weh. Die haben, glaube ich, extra wegen uns hier noch offen. Aber einer ist sogar da. Oh. Ich würde sagen, wir können ja ruhig. Letzter Stempel. Und die Uhrzeit, 3:44 waren wir hier. Das irgendwo da hinschreiben. Ist uns egal. Also, geschafft. Dann schnell ins Auto, Rad einpacken, nach Hause, ein Finisher-Foto von der Gruppe. Schönen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.